Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU7 im Gemüsegarten, was eigentlich eine ziemlich geile Gilde ist. Leider habe ich dieses Wochenende fast so gut wie gar keine Zeit, deswegen werde ich der Gilde wahrscheinlich hier keinen großen Beistand beipflichten können. Das ist sehr schade, weil halt auch viele Creator-Kumpels hier auf jeden Fall mit vertreten sind. Das ist ganz cool. Allerdings hatte ich gestern am ersten Tag nur 15 Minuten Zeit gehabt, um dieses Level zu erreichen. Ich habe original nur 15 Minuten diesen Server gespielt. Mehr konnte ich in 15 Minuten nicht rausholen. Da soll es aber noch gar nicht drum gehen. Vielleicht kommen wir da zum Ende des Videos noch ein bisschen zu EU7 und gucken einfach mal, was da so geht. Inhalt dieses Videos soll vielmehr sein der Changelog, der rauskam. Es kommt ein großes Update raus, bald. Ja, und das wollte ich euch auf jeden Fall mal wieder zeigen, damit ihr auch wieder auf dem aktuellsten Stand seid. Und da bietet es sich natürlich auch an, falls ihr noch nicht Abonnent seid auf dem Kanal, könnt ihr natürlich sehr gerne ein kostenloses Abo dalassen, um keine weiteren Neuigkeiten rund um Shakes and Fidget zu verpassen. Ja, ich verpasse auch keine Gelegenheit, diesen Satz zu sagen, ne, wenn es sich anbietet. Und deswegen würde ich mal sagen, gehen wir mal rein. So, hallo Heldinnen und Helden. Hier ist Changelog 18.0 für unser Update, das am Mittwoch live geht. Ja, also es wird vieles am Mittwoch passieren. Mittwoch ist ja der 11. Dort wird auch das Expeditionsevent auf EU7 released, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ja, das steht ja hier auch, ne? Und das werden wir auf jeden Fall auch begutachten. Neue Features, allgemein, Expeditionsevent. Das neue Expeditionsevent ist auf der Welt EU7 ab dem 11.10. samt eines Tutorials neben den klassischen Abenteuern verfügbar. Ein neuer NPC wartet in der Taverne mit neuen Aufträgen, Gebieten, Grafiken und Animationen. Rework, Abhakliste zum Abhaken und geheimer Geheimauftrag des Tages. Das wird nämlich jetzt auch abgeändert werden. Da hatten wir ja auf dem Beta-Server auch mal drauf geschaut gehabt und an sich war das eigentlich recht zufriedenstellend. Man muss nur gucken, dass man die Daily Quest auch alle wirklich so gemeistert bekommt, ohne großartigen Mehraufwand, was jetzt Pilze oder sowas betrifft, ne? So, der Gaukler Goblin steht nun in der Stadt vor der Taverne und bietet tägliche Aufgaben sowie Belohnungen für den Abschluss dieser an. Besondere Eventaufgaben können von Montag bis Donnerstag erledigt werden und Belohnungen euren Fleiß und anderem mit einem Extrabier beim Wirt, das am selben Tag gekauft werden kann. Also unterm Strich, von Montag bis Donnerstag gibt es da kleine Aufgaben, die man meistern kann. Ne? Wir hatten das Ganze ja schon mal begutachtet auf dem Beta-Server und mit genug Fleiß kann man sich dann ein extra Bier beim Wirt abholen. Das ist ganz cool. Neues Klassenicon des Dämonenjägers wurde implementiert. Arena Manager. Das Angebot des fahrenden Händlers wird nun wie in den anderen Läden auch mit dem Tageswechsel erneuert. Also das ist jetzt nicht mehr unabhängig, sondern auch anscheinend dann halt um 0 Uhr. Wenn ein Boost gekauft wurde und dadurch der Laden bis zum Tageswechsel geschlossen ist, wird dies durch eine neue Grafik angezeigt. Werden wir uns auch anschauen. Pilzdealer. Die Angabe einer alternativen Rechnungsmail ist jetzt mit dem SF-Account über den Browser möglich. Twitch-Drops, Optimierung der Inhalte, bin ich auch sehr gespannt. Fusion. Spieler werden nach einer Weltenfusion künftig nach folgendem Schema umbenannt. Alter, Name, Weltenkürzel. Community-Portal. Und jetzt wird es auch nochmal sehr interessant. Eine wöchentliche Belohnung kann jetzt im Webshop pro Charakter abgeholt werden. Ingame-Neuigkeiten werden hier jetzt angezeigt. Eine wöchentliche Belohnung kann jetzt im Webshop pro Charakter abgeholt werden. Da bin ich mal sehr gespannt, was das sein wird. Das wissen wir bis jetzt noch nicht. Dadurch lenken sie einfach auch nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf den Webshop, was er meiner Meinung nach auch definitiv verdient hat, weil das jetzt halt eben das moderne Portal rund um Shakes and Fidget, Neuigkeiten, deren Social Media Sachen sind und halt eben auch der Shop, der jetzt halt eben auch die Pilze für die alten Pilzpreise anbietet und nicht verteuert wie auf dem Handy.
oder bei Steam. Ne? Das ist auf jeden Fall eine coole Sache und ich bin mal gespannt, wie diese Belohnungen aussehen werden hier im Webshop. Das ist ja der Webshop hier. Ne? Und hier kann man sich halt eben auch einloggen und halt auch Pilze kaufen. Und genau, das ist das Ding. Das sollte jeder von euch machen, der aktiv Shakes and Fidget verfolgt, beziehungsweise halt auch gewillt ist, Pilze aufzuladen, weil die hier eben noch die alten Pilzpreise haben. Ne? Genau, so sieht das Ganze aus. Werde ich euch natürlich auch, soweit es Neuigkeiten dazu gibt, auch auf dem neuesten Stand halten dann, ne, was das für Belohnungen sind. Und Verbesserungen, Login-Methoden für Google und Steam wurden hinzugefügt, Help-Shift-Link wurde implementiert. Login-Link wurde bei der Erinnerung zur Charakterspeicherung hinzugefügt. Neue Charaktere können in der Charakterauswahl über einen großen Plus-Button links erstellt werden. Pilzdealer-Grafiken wurden modernisiert. Timer werden in PL nun überall in der Abfolge Tag, Monat angezeigt. Behobene Fehler. Ja, gucken wir auch nochmal ganz kurz durch. Ob wir hier irgendwas Interessantes noch haben. Icon, Charakterwahl, okay, ja. Spiegelscherben werden jetzt nicht mehr von ihrer Einsatzanimation im Charakterprofil angezeigt. Taverne-NPCs verändern jetzt wieder ihre Mimik, wenn man diese mehrfach anklickt. Okay, interessant. Goldbeträge von Abenteuern werden während des Gold-Events nun wieder korrekt ausgezahlt. Die Probleme hatte ich noch nicht gehabt. Lebensenergie des Dämonenportals, okay, 110 abgezogen, künftig regeneriert. Also das sind Sachen, die hatte ich alle nicht gehabt. Also falls ihr euch das durchlesen wollt, vielleicht für den einen oder anderen nochmal was dabei. Die Adventure-Matic lädt sich beim Jahreswechsel wieder richtig auf. Wusste ich auch nicht bis dato, dass es da irgendeinen Fehler gab. Also es müssen ja individuelle Fehler hier sein. Lebensenergie des Dämonenportals aktualisiert sich wieder korrekt nach dem Tageswechsel. Animation des Riesenkatapults wird nun wieder zuverlässig abgespielt. Elevator doppelte Rangbelegung zweier Gilden wird nun zuverlässig finden. Pilzdealer Cell-Pakete beeinflussen nicht länger fehlerhaft die Anzeige von Basispaketen. Ja, das sind die neuesten News. Also ich denke mal, am interessantesten ist halt das Expeditionsevent, der geheime Auftrag oder beziehungsweise der Gauker-Goblin, der dann kommt und was das für wöchentliche Belohnungen im Community-Portal sind. Das sind eigentlich so die hauptsächlichen Dinge, die mich jetzt persönlich am meisten interessieren bei dem Update 18.0. So sieht das Ganze dann hier aus. Da wird dann diese Abhakliste, die wird dann halt verschwinden, ne, die wir hier jetzt momentan haben. Und dann steht hier halt so ein grüner Goblin rum, der dann halt eben diese Liste euch anzeigt mit den verschiedenen Belohnungen, die ihr an diesen Tag dann sammeln könnt, von Montag bis Donnerstag. Und so haben wir jetzt quasi so ein eigentlich fast immer Event. Also Freitag, Samstag, Sonntag sind ja die Wochenend-Events und von Montag bis Donnerstag haben wir jetzt halt eben auch noch verschiedene kleine Sachen, die man sammeln kann, wo man sich halt in der Taverne hier ein extra Bier dann leisten kann. Also das wäre dann nicht das 11., sondern das 12. Bier. Und das ist natürlich schon auch ziemlich cool, würde ich mal so sagen, dass man da noch ein bisschen mehr rausholen kann. Ja, apropos rausholen, ich hätte auch sehr gerne hier mehr aus meinem Char auf EU7 rausgeholt, muss ich sagen, aber leider hatte ich da überhaupt nicht die Zeit bisher gehabt, großartig zu spielen, was sehr schade ist. Und ich habe noch nicht mal am ersten Tag die Festung erreicht. Das ist eigentlich so immer das unterste Ziel, was man erreichen sollte an Tag 1, wenn man halt eben ein bisschen reinpilzt. Aber wenn man nur, sag ich mal, 15 Minuten an Tag 1 Zeit hat, dann wird das halt auch zur ziemlichen Aufgabe. Ja? Neues Projekt. In wie wenig Zeit kommt man am meisten voran? So. Das neueste Projekt gleich aus einer Notsituation was Gutes gemacht. Ne? Naja, heute haben wir habe ich persönlich ein bisschen mehr Zeit. Ich kann noch ein bisschen das Sammelalbum pushen, was halt auch essentiell wichtig ist, wenn man einigermaßen oben mitspielen will ich eigentlich nicht. Aber zumindest so diese Standardsachen sollte man ein bisschen schon verfolgen, damit man einigermaßen gut dasteht in der Gilde und jetzt nicht zu weit abgehängt ist vom Rest vom Schützenfest. Ne?
Und deswegen, ja, bin ich mal gespannt. Ich werde sowieso jetzt nicht großartig viel in der Gilde hier zu beipflichten. Ich werde mir hier, wie gesagt, noch ein bisschen die Tage den Server anschauen, werde ein bisschen das Expeditionsevent spielen und das sind eigentlich so meine Ziele, die ich hier auf dem Server verfolge. Wie gesagt, so die ersten 1-2 Wochen vielleicht. Und danach wird es dann für mich dann auch Zeit, wieder den Server hier zu verlassen. Obwohl ich sagen muss, wie gesagt, die Gilde vom Sergio hier, die ist ganz cool, weil wir halt viele Leute aus der Community auch hier drin haben. Das ist übrigens das neue Bild vom Sergio Q-Rai. Ne? Das ist auf jeden Fall auch sehr gelungen. Sieht ganz nice aus, gefällt mir persönlich auch sehr gut. Schöne, viele individualisierte Sachen da mit drin. Wir haben ja noch mehr mit Profilbild. Wir haben ja den Derafin noch hier. Wen haben wir noch hier mit Profilbild? Der Tuni hat noch eins. Ich habe eins. Also auf jeden Fall eine Sponsored-Schwein-Gilde, wie man so schön sagt. Und mal schauen. Ja, Leute, dann will ich euch auch gar nicht hier weiter großartig auf die Folter spannen. Das soll ja mehr so ein kleines Update-Video sein zum kommenden Patch 18.0, die neuesten Neuigkeiten dazu. Und dann werde ich morgen oder übermorgen mal so nochmal ein kleines Video zu EU7 machen, wie hier dann so mein Fortschritt ist und so. Ne, werde hier dann, so wie ihm hier zum Beispiel, das Geld aus der Tasche reißen hier. Solange es halt geht. Und dann hoffe ich mal, dass ich bis dahin ein bisschen mehr dazu beigepflichtet habe hier, ne, zum ganzen Bestehen. Alles klar. Ich denke mal, das war es soweit. Ne? Mal schauen, vielleicht bin ich auch nachher gar nicht mehr in der Gilde drin, ja, weil der Sergio hat die Anforderungen schon so hochgeschraubt, dass es schon eine Pilzer-Gilde ist. Also alle auf jeden Fall am zweiten Tag Stufe 25 Festung, Ritterhalle 6. Das ist schon, das hatte ich auch in meinen letzten Gilden nicht gehabt, die Free-to-Play gespielt haben. Oder Free-to-Play, also halt, schon gesponsert, aber aus dem eigenen Geldbeutel ist es halt Free-to-Play so mäßig. Also ein Festungspaket habe ich mir da auch nicht geholt, ne? Also da könnte es schon krachen bei mir. Gut, mal schauen, was wird, ne? Ihr werdet es ja sehen. Alles klar, das war's soweit. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.